Hello, my lovelies. Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video an diesem wundervollen Tag. Ja, ich weiß, man sieht hier nichts davon, aber draußen scheint die Sonne. Es ist warm. Ich habe die Kipperkarten in der Hand und damit holen wir uns jetzt Energien ab. Das heißt, nach der Legung geht es direkt raus in die Natur. Ihr Lieben, geht raus, genießt die Sonne, geht irgendwo ganz alleine hin und an irgendeinen See oder so und beobachtet die Leute und trinkt dort in Ruhe einen Kaffee oder ein was auch immer und genießt das Leben, genießt die Ruhe. Okay, kommt drauf an, Ruhe, wie viele Leute um euch rum sind, die sich lauthals unterhalten. Aber es gibt ja auch ein bisschen einsamere Orte, ne? Dann nimmt man halt die Thermoskanne mit. So, also, über was wollen wir heute sprechen? Was gibt es zu berichten? Welches Thema zeigt sich? Warte mal, da hat sich gerade was umgedreht. Die 34, die Beschäftigung. Das war jetzt aber so sneaky. Ich habe das nicht gesehen, dass die sich schon umgedreht hat. Also, das war so in einem... Oh, ich kann Karten, Zaubertricks. Nein, kann ich nicht. Ich würde wahrscheinlich eher alle Karten umknicken oder so, aber dafür bin ich ja auch nicht hier, ne? Also, dafür plumpsen sie hier jetzt raus. Also, die 38 Mühe und Arbeit und die 26 das große Glück. Das gefällt mir, das gefällt mir. Gucken wir noch kurz weiter. Die 30, die Rechtsprechung, aha, das gefällt mir noch besser, aber wir wollen nicht im Voraus urteilen. Die 14, die beunruhigende Nachricht und die 16 unterm Deck, seine Gedanken. Oh ja. Boah, das umschreibt gerade tatsächlich eine große Energie im Feld, im Kollektiv, im Kleinen genauso wie auch im Großen. Wir haben Energien von Neid. Ich will jetzt nicht unbedingt von Hassenergie sprechen, ja, aber es gibt gerade so viele Menschen um einen herum, die einem gewisse Dinge nicht gönnen, die einem gewisse Dinge nicht das Wort fällt mir jetzt nicht ein, ist ja auch wurscht, okay? Es gibt aber Menschen im Großen und Ganzen, die wollen einen lieber leiden sehen. Die fühlen sich damit besser, gesünder, größer, stärker, machtvoller, was auch immer. Und was wir hier haben ist deine Energie, wie du durch Leistung, durch dein Zutun gewisse Dinge erreicht hast. Du bekommst jetzt quasi stückchenweise immer mehr den Lohn für deine Mühen. Du hast ja auch sehr, sehr viel reingesteckt, sehr viel Energie, sehr viel Blut und Schweiß und Tränen wahrscheinlich auch, um zu diesem Punkt zu kommen. Und es ist vollkommen wurscht, ob dieser Punkt jetzt schon erreicht ist in der Vergangenheit, ob du gerade dabei bist oder ob dies erst noch auf dich zukommt. Fakt ist einfach, wenn du in dir wächst, wird es immer wieder Menschen geben. Entweder sind die schon da von Anfang an oder die werden dann erst auf dich zukommen und versuchen dir das wieder streitig zu machen oder dich wieder zu unterdrücken, dich klein zu reden oder was weiß ich. Und wir haben hier eine spezielle Person, die mitbekommt, dass du dies oder jenes erreicht hast, dass es dir gut geht. Ja, ich meine, wenn man gewisse Themen in sich aufarbeitet, also wir sprechen jetzt nicht unbedingt von einem erfolgreichen Abschluss von irgendwas, kann auch sein, ja, oder eine Beförderung in der Arbeit. Das kann auch sein auf deiner psychischen Ebene, dass du sagst so, wow, ich bin endlich über dieses oder jenes hinweggekommen. Ich habe diese oder jene Themen aufgearbeitet, diese Wunden geheilt, etc. pp. Und du bist gesund und du bist glücklich und du bist in der Blüte deines Lebens, ja, du blühst förmlich auf und
andere Menschen oder eine andere Person um dich rum, mit oder ohne Kontakt, bekommt es mit. Und das gibt diesen Menschen zu denken. Also in irgendeiner Form ist hier gerade Flüsterpost unterwegs und dieser Person gefällt es nicht ganz. Beziehungsweise es macht etwas mit diesem Menschen. Dieser Mensch, der übrigens selbst in einer unschönen Energie ist. Klar, jemand, der in seinem Selbstwert ist, jemand, dem es gut geht, der seinen Frieden gefunden hat, der macht anderen Menschen nicht irgendwas madig, der versucht nicht andere Menschen runterzudrücken, sich über sie zu stellen oder sonst irgendwas, ja, nein. Ein Mensch, der in seiner Mitte ist, der seinen Frieden leben kann, spüren kann, erfahren kann, der pusht dich noch nach oben. Da ist kein Neid, keine Eifersucht, keine Missgunst. Missgunst, das ist das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Bäm, siehst du? Hier in diesem Köpfchen kommt es doch irgendwann mal wieder vor. Ja, Gerechtigkeit waltet. Wahr. Ich bin gerade am Überlegen, ich möchte noch so ein bisschen mehr dazu erfahren. Nehmen wir das hier. Jawohl. Es ist eine unschöne Geschichte, ganz ehrlich. Warum kann man anderen Menschen nicht das Glück und die Freude und die Liebe und diese Leichtigkeit gönnen, nur weil man selbst nicht in der Lage ist, das zu erreichen, weil man sich selbst nicht mit seinen Schatten konfrontiert, seine eigenen Dämonen bekämpft, etc. pp., ne, seine eigenen Wunden heilt? Warum? Und das sind dann diese negativen Energien, die einen dann erreichen, die einen dann vielleicht wieder in seine Ängste reinbringen, in die eigenen Zweifel und so. Habe ich das überhaupt verdient? Ja. Ja, definitiv, du hast das verdient, weil du hast dich hier mit dir selbst konfrontiert. Du bist hier in deine Schatten eingetaucht, du hast deine Ängste und Zweifel überwunden, du hast eine neue Ausbildung begonnen, du hast ein neues Hobby ausprobiert, du hast deine Komfortzone verlassen und bist einen Schritt weiter gegangen und somit auch wieder um ein Stückchen gewachsen. Du hast vielleicht eine alte Situation verlassen und wusstest zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie es weitergeht. Oder stehst jetzt vielleicht kurz vor der Entscheidung, soll ich dieses Kartenhaus zusammenfallen lassen, wo keine Substanz ist, und soll ich mich in dieses Ungewisse aufmachen? Ja. Wenn das dein Weg ist, ja. Wenn dein Herz danach schreit, ja. Mach es. Weil das ist dann dein Herzensweg. Und es ist immer wieder schön, wenn hier dieses Thema Karma-Auflösung, wenn es hier einfach diesen Plop macht, ja, wenn dieser Luftballon platzt und andere Menschen bekommen dann mit so, du bist ja gar nicht so dumm, wie ich dachte, oder verdammt, das, was ich vorher gemacht habe, sollte das eigentlich in eine andere Richtung biegen oder bringen oder sonst irgendwas. Ja, hier sind auch Menschen dabei, die haben wirklich manipulativ und tatkräftig versucht, ihre negativen Energien auf dich zu übertragen. Ganz, ganz miese Sachen waren hier dabei. Die 9 der Schwerter. Ja. Genauso. So, dann haben wir hier den Page der Kelche. Die 7 der Schwerter. Die 6 der Schwerter. Wir gehen gleich in die Aufklärung, okay? Wir holen uns hier noch den Rest ab. Okay, das
Waren jetzt viele, aber gut. Nehmen wir das. Ass der Kelche, Königin der Schwerter, 10 der Kelche und die Gerechtigkeit. Bam. Unter dem Deck haben wir den Narr. Ja. Das beschreibt genau die Geschichte, das beschreibt den Weg, das beschreibt die Situation. Aus einer aussichtslosen Situation oder aus einem aussichtslosen Gefühl in Bezug auf irgendwas, in Bezug auf eine andere Person, auf irgendein Thema, auf eine Situation, Familie, Freundeskreis, Beziehung, Partnerschaft, Job, was auch immer es war. Vielleicht waren es auch mehrere Dinge gleichzeitig. Vielleicht standest du in einem Feld, wo du dir dachtest oder wo du einfach das Gefühl hattest, ich komme hier nicht weiter, hier ist nichts mehr zu holen. Das, was hier passiert ist, andere Situationen oder Menschen saugen mich aus, die nehmen meine Energie und ich fühle mich immer leerer und leerer. Und das ist der Punkt, wo du für dich anscheinend entschieden hast oder wo du vielleicht dann am Ende so kraftlos warst, dass du gesagt hast, nein, ich muss hier raus. Ich will nicht länger leiden. Ich will nicht mehr diese ganzen schlaflosen Nächte haben, diese Albträume, diese Angstzustände, diese Panikattacken, was auch immer, ja, Depressionen. Ich möchte fühlen, ich möchte spüren, ich möchte leben, ich möchte das Leben genießen. Ich möchte mein Leben zurück. Ihr Lieben, das ist so eine schöne und kraftvolle Energie, das ist so eine... Diesen Zustand wünsche ich jedem. Wenn jeder Mensch, der da drin steckt, in so dunklen und miesen Energien, dieser Switch, dieses Umdenken, dieses Nein, ich will das nicht mehr. Und ich mache mich jetzt auf den Weg. Auch wenn ich nicht weiß, wohin, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich gehe jetzt den ersten Schritt. Und genau das ist hier passiert. Es war vielleicht nur ein kleiner Funke, aber es hat dir den Mut gegeben, aufzustehen, für dich einzustehen und weiterzugehen. Gewisse Dinge hinter dir zu lassen, im Vertrauen darauf, dass du das erhältst, was für dich bestimmt ist, was dir zusteht. Dieses Verlassen der alten Situation, das Ausbrechen aus dieser Komfortzone. Nicht nur über den Tellerrand hinausschauen, sondern vom Tellerrand zu springen in dieses Ungewisse. Aber dadurch, das Ungewisse zeigt dir eine ganz neue Welt auf. Und es ist so schön. Auf dem Weg in die Liebe, auf dem Weg in den Frieden, was auch immer du erreichen willst. Du weißt, was du wert bist. Du weißt, dass du das erhalten kannst und das erreichen kannst, was du verdienst, durch deine Entscheidung für dich selbst, zu dir zu stehen, für dich einzustehen. Dein Weg ins Glück. Das Ding mit der Gerechtigkeit ist ja auch so, es gibt ja also in meiner Wahrheit gibt es eine gewisse übergeordnete Gerechtigkeit, ja, das übergeordnete Gericht, sage ich jetzt mal, was so karmische Themen und so betrifft. Es gibt aber auch gewisse Dinge im kleinen Bereich, also auf der menschlichen Ebene, was man selbst in der Hand hat, wo man einfach sagen kann, so, hey, stopp, ich nehme mir jetzt, was mir zusteht. Nein, ich bin nicht länger der Mülleimer für andere. Ich bin nicht länger das, wie heißt das, die Schüssel, die sich immer von alleine auffüllt, ja, damit andere Leute daraus schöpfen können. Ich bin keine unendliche Energiequelle für andere um mich herum, die es gerade benötigen. Nein, ich nehme mir das, was mir zusteht. Und das kann bedeuten,
Grenzen zu setzen, ja, die Schranken runterzufahren und zu sagen, so, Moment, stopp, bis hierher und nicht weiter. Das kann sein, dass du sagst, ich nehme mir jetzt auch meinen Anteil, unabhängig von irgendwelchen anderen Leuten. Und ja, das ist ein purer, gesunder Egoismus, das darf sein. Wenn dir ein großes Stück vom Kuchen zusteht, dann darfst du es auch nehmen, ja, weil du hast Anspruch drauf. Ja, ja, ich weiß, das ist eine neue Situation vielleicht, die der ein oder andere erst noch lernen muss, beziehungsweise wieder lernen muss, andere nicht immer und ständig in den Vordergrund zu stellen. Die eigenen Bedürfnisse zu respektieren. Und ja, das ist auch wieder so ein Ding. Manchmal meint man so, oh, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört und diese oder jene Person respektiert oder stillt nicht befriedigt nicht meine Bedürfnisse. Naja, wenn diese Bedürfnisse nicht mal von dir wahrgenommen und anerkannt und gestillt werden, wie soll das überhaupt eine andere Person versuchen? Davon mal abgesehen, dass eine andere Person im Außen nicht die Macht darüber hat. Ja? Wir können uns nur selbst füllen, selbst befriedigen. Alles andere, das ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja? Das ist nur das Zuckerl nebenbei. Aber das hauptsächliche Glück finden wir nur in uns, diesen Frieden. Ich glaube, ich bin gerade wieder so ein bisschen abgeschweift. Ja, das ist die Euphorie über diese Energie, weil es einfach cool ist. Und wisst ihr was? Ab dem Zeitpunkt, an dem man seinen eigenen Wert erkennt, ist es einem plötzlich vollkommen egal, was andere Menschen über einen denken oder über einen reden. Da können 100 Leute sein und hinter deinem Rücken lästern. Du kannst trotzdem erhobenen Hauptes, ja, und mit der Nase in den Wolken kannst du an diesen Menschen vorbeigehen, weil ihre Meinung spiegelt nur ihr Innerstes wider und nicht das, wer oder was du bist. Ihre Meinung über dich ist nur ihre Meinung und die dürfen sie behalten, wenn sie wollen, ja? Das muss dich nicht tangieren. Und es ist in Kleinigkeiten wirklich so, genauso auch wie in großen Situationen. Erkenne dich, erkenne dich. So, wir kommen gerade an einen Knackpunkt. Und dieser Knackpunkt stellt auch eine gewisse Prüfung dar. Moment, die Szenerie ändert sich gerade. Es kann nämlich auch sein, dass dieser Weg schon hinter dir liegt. Du hast das erreicht, was du erreichen wolltest. Also dieses Zwischenziel, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommt aber eine Nachricht von irgendwem, ein Kontakt von irgendwem. Ein Mensch, der dich nicht gut behandelt hat. Ein Mensch, der dir Steine in den Weg gelegt hat. Ein Mensch, der dich verletzt hat. Oder, ihr Lieben, es kann sein, dass es eine Person ist, es kann aber auch sein, dass es eine ganze Gruppe ist. Was auch immer, ja? Spür dich da bitte rein in deine persönliche, individuelle Situation. Hier möchte jemand anscheinend wieder Kontakt zu dir aufnehmen. Falls ihr schon im Kontakt war, kann es sein, dass dieser jemand plötzlich engeren Kontakt möchte. Und ich kann an dieser Stelle sagen, Vorsicht, das hier, also wenn das deine Legung ist und wenn du hier alles bestätigen kannst mit einem ganz klaren Kopfnicken, dann ist das eine Prüfung für dich, ein Test, ob du wieder zurückfällst, ob du wieder auf diese Person oder auf diese Personen reinfällst, auf diese Situation. Jemand möchte dich wieder zurückziehen, jemand möchte dich aus deiner Kraft wieder rausholen. Schau, wo du stehst. Mach einen Rückblick, was du bisher erreicht hast, wer du geworden bist.
was du geleistet hast oder was du leisten musstest für diesen Zustand, dieses Glück zu finden. Lass dir das nicht einfach wieder nehmen durch einen Schritt zurück, durch einen Schritt wieder auf diese Menschen oder auf diese Person zu. Plötzlich, wenn es nämlich einem wieder gut geht, sind auf einmal ganz viele Personen da, die sich denken so, da ist wieder Energie zum Anzapfen. Und du darfst auch in so einer Situation ganz klar fragen, dich selbst fragen oder diese Personen fragen, ey, ist ja schön, dass du wieder da bist, aber ernst gemeinte Frage, wo warst du, als ich an meinem Tiefpunkt war? Wo warst du da? Wo war die helfende Hand? Wo war dein Zuspruch? Wo war deine Liebe? Wo war deine Fürsorge? Wo war deine Unterstützung? Du kleiner Penner. Darf man ganz klar äußern. Und werd dir darüber bitte bewusst, weil gerade in Liebesdingen, ja, wenn hier, ich sage mir mal kurz zum Beispiel aus den Fingern, da ist so ein Typ, in den warst du unsterblich verliebt oder liebst ihn vielleicht heute noch, aber der hat dich irgendwie geblockt, geghostet, was weiß ich. Und in der ganzen Zeit dazwischen hast du es geschafft, loszulassen, hast es geschafft, dich wieder aufzubauen, dein Herz zu heilen, etc. pp. Ihr wisst, wie das abläuft, ja? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Auf so einer Seelenebene, auf so einer Verbindungsebene bekommt ja dieses Gegenüber das auch mit. Und denkt sich jetzt vielleicht so, die Schnecke ist wieder interessant, ja, die ist jetzt nicht mehr depressiv und die geht mir nicht mehr auf den Sack und die klammert jetzt bestimmt nicht mehr. Die ist wieder stark und tough und sexy und was weiß ich, ja, weil es ihr einfach gut geht. Ich schreibe ihr einfach mal. Ich kontaktiere sie einfach mal. Ja, oder sie oder er. Ich bleibe jetzt mal in der Konstellation. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann meldet der sich auf einmal wieder. Gleich mal bing, aus dem Leben kicken. So, du, mein Lieber. Nee. Ja? Und das ist sowas wie, du bist das Licht und du ziehst dann ganz, ganz viele fliegende Dinger an. Ja? Die wunderschönen Schmetterlinge, die ihr Licht mit dir teilen wollen oder die einfach dein Licht feiern wollen, aber auch dann so hässliche Mücken, ja, die dich einfach nur aussaugen wollen. Du ziehst alles und jeden an in diesem Licht. Aber lerne zu unterscheiden, wer dich feiert und wer dich nur aussaugen möchte, dich runterziehen möchte, dich lehren möchte. Also nicht lehren im Sinne von Lehre, sondern auslehren. Auf jeden Fall gib diesen Menschen das zu denken, deine Veränderung. Und ich habe hier aber keinen positiven Hintergrund. Und das ist auch eine karmische Situation, eine karmische Lernaufgabe für diese Person oder für diese Menschengruppe. Und bringt auch den ein oder anderen auf der gegenüberliegenden Seite zum Umdenken. Wichtig hierbei ist aber, bleib dir selbst treu, bleib auf deinem Weg, bleib weiter im Vertrauen. Ja, es gibt Seelenverbindungen, da ist es so, dass dieses Seelenpaar erst dann zusammenfindet, wenn jeder sich selbst gefunden hat. Und in so einer Situation, ihr Lieben, ist es wirklich ganz, ganz schwer zu erkennen, worum es sich gerade handelt. Dieser Grat ist wirklich sehr, sehr schmal, deswegen achtet da besonders drauf. Gehört ihr zusammen, dann werdet ihr definitiv zusammenfinden. Aber wenn dieser Mensch dich in der Vergangenheit so mies behandelt hat und steht jetzt wieder vor deiner Türe oder diese mehreren Personen,
weil sie sehen, dass es dir wieder gut geht, dass du wieder stark bist, dass du wieder was zum Geben hast, dann darfst du diese ruhigen Gewissens aus deinem Leben, aus deinem Feld, aus deiner Zukunft kicken und aussperren und ausschließen. Ganz, ganz klar. Und an dieser Stelle sei nochmal betont, sei stolz auf dich. Jeden Schritt, den du hier gegangen bist in der Vergangenheit oder den du aktuell noch gehst, und zwar alleine, das ist das, was dich in dein Glück bringt, in deine Fülle, in deinen Frieden. Ich schaue gerade noch, ob es hier noch irgendwas Wichtiges gibt. Nö. Ich glaube, es ist alles gesagt. Vor allem, ich bin jetzt wieder so oft quasi abgeschweift, beziehungsweise habe gewisse Hintergründe auch angesprochen, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob ich aus der Legung jetzt alles angesprochen habe. Aber es kommt jetzt nichts mehr. Und somit holen wir uns noch einen unheimlich schlauen Impuls ab. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich gerade so ein bisschen was Mieses im Hintergrund gehabt, so ein bisschen Schadenfreude und so. Nein, alles gut, darf auch sein. Also, der erste Impuls ist hier, schließe den Zyklus, schließe den Kreis, schließe hier etwas ab. Vor lauter Palaver, ich habe gerade so einen schönen Satz im Kopf gehabt und der ist jetzt weg. Na, falls mir noch einfällt, werde ich es noch irgendwie drunter schreiben oder so. Auf jeden Fall Vollmondenergie, Abschluss, Vervollständigung. Schließe ab, was fertig ist, ja, grenze aus, was nicht mehr dazugehört. Nimm dir das, was dir zusteht. Schließe den Kreis. Beende den Zyklus. Hier gibt es ganz viele Menschen, Menschen und Situationen, ja, sind nicht immer nur Personen, Menschen und Situationen, die du verabschieden darfst. Und alles, was hier an Energien aufkommt, saug sie ein. Saug alles ein. Auch so ein paar dunkle und negative Sachen, einfach nur um zu sehen, wie weit du gekommen bist. Ich habe gerade wieder 1000 Bilder im Kopf. Das ist so eine typische Situation. Vielleicht kennt ihr das von irgendwo, weiß ich nicht, aus der Schulzeit oder aus dem Berufsleben oder aus dem Freundeskreis. Ich habe gerade dieses Bild vor Augen, wie du dastehst bei deiner persönlichen energetischen Krönung und all diese Neider und Hater um dich rum, die einfach nur zu dir aufschauen mit einem abwertenden Blick. Und deswegen habe ich vorhin auch gerade gesagt, es hat irgendwie was Befriedigendes, ja, sowas zu sehen, wie du in all deiner Pracht strahlst und die dir das einfach nicht gönnen, die stehen drumherum und können aber einfach nichts daran ändern. Schade, dass es so ist, also dass es solche Menschen überhaupt gibt. Darf ich das so sagen? Ja, ist ja auch egal. Ich sag's einfach, weil es mir auf der Zunge lag, ne? Ja. Nimm alles auf als Erfahrung, als Lektion,
und gib alles frei für deinen Weg. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, du bist wundervoll und ich bin so stolz auf dich. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.